In einem sind wir uns sicher alle einig. Das Autotrocknen ist der langweiligste Schritt der gesamten Autowäsche. Nicht nur das, wenn wir uns auch noch nicht gut genug um unsere Mikrofasertücher kümmern, laufen wir Gefahr, das Auto zu zerkratzen. Das heißt jedoch, du musst zusätzlich zur Autopflege auch noch eine Tuchpflege betreiben. Während du also deine Tücher zum 8. Mal in diesem Monat wäschst, zeigen wir dir hier, wie du mit deinem Gebläse dir das Ganze ersparen kannst. Natürlich zeigen wir dir auch, welches Gebläse das Beste ist und warum man nicht immer jede Werbung von Mini-Gebläsen auf TikTok oder Instagram glauben sollte. Viel Spaß mit dem Video! Nach einer gründlichen Autowäsche ist das Abtrocknen des Fahrzeugs ein entscheidender Schritt, der gerne oft weggelassen wird. Mit einem Gebläse wird das nicht mehr passieren. Wieso? Weil es allen Vorteilen vorweg einfach Spaß macht, diese ganzen Wassertropfen wegschwimmen zu sehen. Natürlich hat es auch aussagekräftige Vorteile. Speziell zu erwähnen ist die Tatsache, dass mit einem Gebläse zu 100% keine Kratzer entstehen. Außerdem ist es Fakt, dass du keine Mikrofasertücher mehr waschen musst und natürlich das Gebläse auch vielseitig in anderen Anwendungsbereichen einsetzen kannst, wie zum Beispiel beim Ausblasen von Schmutz sowie beim Laubwegblasen im Herbst. Natürlich hat es auch Nachteile gegenüber dem Mikrofasertuch, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein Gebläse mehr kostet, der Akku separat erworben werden muss und natürlich immer wieder mal aufgeladen werden muss. Mehr fällt uns jedoch nicht ein. Der Markt ist voll von verschiedenen Luftgebläsen, jedoch wird öfter mehr versprochen, als eigentlich geliefert wird. Doch welches Gebläse ist nun das Beste für das Trocknen eines Autos? Bei der Suche nach dem richtigen Produkt wirst du über viele billige China-Produkte stoßen, die oft nicht die erhoffte Leistung erbringen. Aus diesem Grund haben wir genauso ein China-Gebläse erworben, um es mit unserem eigentlichen empfohlenen Produkt zu vergleichen. Bei den zwei Akkugebläsen handelt es sich um das Mini-Gebläse Smiling Shark J01 Pro und das DUB 185Z Luftgebläse der bekannten Marke Makita. Wieso das Makita-Gebläse besser ist und wieso du nicht immer auf die Werbevideos zu den Mini-Gebläsen auf TikTok und Instagram reinfallen solltest, erfährst du in den folgenden Kapiteln. Bevor wir zum Smiling Shark gekommen sind, hatten wir ein anderes, ähnliches Produkt auf dem Tisch. Dieses ursprüngliche China-Gebläse wurde jedoch schnell wieder zurückgeschickt, da es nach mehreren Aufladeversuchen gar nicht einmal anging. Nichtsdestotrotz gaben wir den Mini-Gebläsen noch eine Chance und kauften den Smiling Shark J01 Pro. Dieses Modell ist edel verpackt, das Gehäuse ist aus Aluminium und siehe da, es funktioniert sogar. Die Freude blieb jedoch nicht lange erhalten, da wir nach dem ersten Versuch, unsere BMW-Limousine zu trocknen, schnell wieder zum üblichen Mikrofasertuch griffen. Wieso? Das Gebläse hat einfach nicht die Kraft, um eine Limousine vollständig zu trocknen. Mit diesem Gerät benötigst du mindestens eine Stunde, um das Wasser vom Auto abzublasen. Das ist natürlich auch verständlich bei dieser Baugröße. Das Gerät behauptet, eine Drehzahl von 130.000 Umdrehungen pro Minute zu haben, was wir stark bezweifeln. Auch wenn es die Wahrheit sein sollte, nutzt diese Drehzahl nichts, weil der Luftdurchlass einfach zu klein ist. Daher gingen wir bei diesem Gerät auch nicht weiter ins Detail ein. Das Gebläse eignet sich sicherlich gut fürs Feuermachen am Grill, Sachen aufblasen und gegebenenfalls kleinere Krümel irgendwo wegblasen. Zum Abtrocknen eignet sich dieses Gebläse und sicherlich alle anderen Mini-Lufttrockner aus der Werbung definitiv nicht. Nun kommen wir zum Gewinner des Vergleichs. Das Gebläse von Makita hat zwar keine schicke Verpackung, überzeugt jedoch richtig mit Qualität und Handlichkeit. Das Makita DUB 185Z Akkugebläse ist bekannt für seine hohe Leistung und kann diese in 3 einstellbaren Stufen regulieren. Das Abtrocknen vom Auto erfolgt mit diesem Gebläse überraschend schnell und vor allem effektiv. Die Leistung, die dir beim vorher erwähnten Mini-Gebläse fehlt, findest du in diesem Makita-Gerät wieder. Seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht machen es ideal für den Einsatz in der Autopflege oder in der Werkstatt. Der gummierte Griff bietet mehr Komfort bei der Arbeit und liegt einfach perfekt und richtig in der Hand. Da der Akku separat erworben werden muss, stellt sich die Frage, welche Akkus kompatibel sind mit dem Gebläse. Wahrscheinlich hast du eines dieser Akkus auch schon zu Hause. Glücklicherweise ist das Gebläse kompatibel mit den gängigsten 18 Volt Akkus der LXD-Serie.
Solltest du ein Werkzeug von Makita zu Hause haben, welches mit einem 18 Volt Akku betrieben wird, dann passt dieser Akku auch für dieses Gebläse. In der folgenden Liste findest du die richtigen Bezeichnungen aller kompatiblen Akkus. Solltest du keiner dieser Akkus und auch kein Ladegerät zu Hause haben, haben wir dir ein Set in der Beschreibung verlinkt. Diese empfohlenen Akkus sind zwar nicht von Makita, erfüllen jedoch genau wie alle anderen 18 Volt Akkus ihren Zweck. Andernfalls müsstest du für einen Akku von Makita plus Ladegerät mehr Geld ausgeben, als für das Gebläse selbst. Alternativ haltet dich natürlich auch nichts ab, originale Makita Akkus zu kaufen. Aus dem Datenblatt kann herausgelesen werden, dass im Dauerbetrieb mit einem 18 Volt Akku, der 3 Ampere-Stunden hat, das Gebläse auf der stärksten Stufe 13 Minuten lang hält. Mit einem 5 Ampere-Stunden Akku sind es schon 21 Minuten im Dauerbetrieb. Das heißt, dass du auch mit einem 3 Ampere-Stunden Akku locker 20 Minuten lang dein Auto abtrocknen kannst, da du ja nicht konstant den Abzug betätigst. Unserer Erfahrung nach gehen sich 2 Kompletttrocknungen einer Limousine bei 20 Grad Umgebungstemperatur aus, bevor du den Akku wieder aufladen musst. Die Anwendung des Makita-Gebläses ist denkbar einfach. Nach der Autowäsche schaltest du das Gebläse auf die maximale Stufe ein und beginnst das Wasser von der Karosserie zu blasen. Wie auch bei der herkömmlichen Trocknung mit dem Mikrofasertuch ist es empfehlenswert, immer vom Dach weg nach unten zu trocknen. Besonders effektiv ist das Gebläse in Bereichen wie Spiegel, Scheinwerfer, Türgriffen und anderen schwer zugänglichen Ritzen und Spalten, wo sich Wasser gerne sammelt. Für alle, die ihr Auto lieben und es in den bestmöglichen Zustand halten wollen, ist das Makita Luftgebläse nahezu ein unverzichtbares Werkzeug. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Trocknen eines Autos mit einem Gebläse viele Vorteile bietet. Es ermöglicht eine gründliche Trocknung, ohne das Risiko von Kratzern am Lack einzugehen. Zusätzlich dazu kann es auch noch vielseitig in anderen Bereichen eingesetzt werden. Die Kosten sind zwar etwas höher als beim herkömmlichen Mikrofasertuch, die Möglichkeiten und der Komfort sind jedoch mindestens genauso hoch. Überzeuge dich einfach selbst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.